Es sind immer die gleichen Leute, die in die gleichen Comedy-Sendungen eingeladen werden. Es sind immer die gleichen Leute, die sich die Preise verleihen. Diese Bosetti hat letztens einen Grimme-Preis bekommen. Ich finde die so lustig wie eine offene Kniescheibe. Wo sind die konservativen Comedians? Wo sind die konservativen Sendungen? Und er hat gegen eine Minderheit was gesagt. Da kommt wieder eine Minderheit von einer Minderheit, davon die Minderheit und die regt sich dann wieder auf. Wann ist Comedy eierlos geworden? Der berühmte deutsche Philosoph Till Schweiger hat letztens genuschelt, das größte Brechmittel in der Comedy ist Jan Böhmermann. Das war der einzig wahre Satz, den Till Schweiger je gesagt hat. Na gut, fast wahr, weil Jan Böhmermann ist kein Comedian. Das ist ein linksextremer Aktivist im Mantel eines Comedians. Und ich möchte dazu sagen, früher Satire und Comedy war immer links, ja, wir hatten früher Schramm, Hildebrand, Pispas. Was haben wir heute? Böhmermann und Bosetti. Man merkt auch den Niedergang der deutschen Comedy auch an diesen Figuren. Und es sind immer die gleichen Leute, die in die gleichen Comedy-Sendungen eingeladen werden. Es sind immer die gleichen Leute, die sich die Preise verleihen. Diese Bosetti hat letztens einen Grimme-Preis bekommen. Ich finde die so lustig wie eine offene Kniescheibe. Aber das ist im Moment in Deutschland der Stand der Dinge. Ich nenne das auch nicht Comedy, sondern Wokedy. Ich frage mich, ich muss auch so einen Böhmermann ertragen. Ich muss auch eine Bosetti ertragen. Das ist mein Verständnis von Humor. Aber wo sind die konservativen Comedians? Wo sind die konservativen Sendungen für Comedy? Somuncu ist weg. Serdar Somuncu, einer der größten. Monika Gruber ist weg. Und die sind alle weg, weil die keine Lust mehr hatten auf Shitstorm. Die hatten keine Lust mehr, auf der Bühne eine Schere zu haben. Und ich finde, wenn man auf der Bühne eine Schere hat, dann ist Comedy tot. Das brauchen wir gar nicht mehr zu machen. Einer meiner geschätztesten Comedians, Happe Kerkeling, hat gesagt, er ist aus Berlin weggezogen, weil er Angst hat, die homophobe Stimmung ist immer größer geworden. Naja, er hat aber nicht gesagt, warum. Es hat so den Anschein gehabt, als gäbe es nur wieder Rechte. Ich empfehle Happe Kerkeling was anderes. Ja? Es ist nicht Sven Göran aus Schweden, vor dem er Angst haben muss. Es ist auch nicht Duc Tran aus Vietnam, vor dem er Angst haben muss. Er soll mal mit seinem Mann, mit Kippa, durch Neukölln laufen. Und dann werden wir noch mal sehen, was da passiert. Er hat auch gesagt, er würde die Figur Horst Schlemmer heute nicht mehr spielen. Das ist das Hauptproblem in der deutschen Comedy. Früher gab es einen amerikanischen Schuhverkäufer, vielleicht kennen Sie alle die Sendung, die hieß El Bandi. Ne? Ja. Genau. Könnten Sie heute nicht mehr senden. Harald Schmidt könnten Sie heute nicht mehr senden. Ja? Das heißt, ich habe früher die Sendung El Bandi mit meiner Freundin geguckt und sie hat lauter gelacht als ich. Ja? Aber die kleine Minderheit suggeriert uns, wir dürfen nicht über sowas lachen. Jede Minderheit hat, dieser schöne Satz von Serdar Somuncu, hat ein Recht auf Diskriminierung. Wir haben das aber verlernt, weil die Leute Angst haben. Wenn sie auf X irgendwo einen Ausschnitt sehen von einem Bühnenauftritt und er hat gegen eine Minderheit was gesagt, da kommt wieder eine Minderheit von einer Minderheit, davon die Minderheit und die regt sich dann wieder auf. Was heute nur noch zählt, ist Quote. Wir brauchen heute einen schwulen, muslimischen, lesbischen Transfrau und die geht dann auf die Bühne. Früher hieß es lustig sein und das hat sich so gedreht und deswegen kotzt mich das auch einfach an. Sie waren früher auch laufend im Fernsehen. Ja. Warum sind Sie es aktuell nicht mehr? Ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe. Wissen Sie, ich musste früher Texte einschicken. Das war so ein bisschen wie in der DDR. Und dann entscheidet irgendeine sozialpädagogische Volontärin darüber, was lustig ist oder was nicht. Die haben gesagt, so ein Freund von mir, der ein lustiger Mensch ist, John Doyle, 56 Jahre alt, nein, Sie sind zu alt. Und da habe ich irgendwann gemerkt, nein, ich mache jetzt nur noch das, worauf ich Bock habe. Ich drehe Clips, ich gehe in kleine Sendungen und ich bin mein eigener Herr. Weil ich merke, dass wir hier so ein bisschen eine DDR polnisch-kommunistische Stimmung im Kulturbetrieb haben. Woran liegt das? Liegt es an den Senderchefs? Es liegt ganz klar, dass in den Senderchefs WDR, NDR, SWR, das sind linksgrün verseuchte Journalisten, Redakteure, die einfach das nicht zulassen, weil sie sich auch nicht, natürlich, die schneiden sich ja nicht ins eigene Fleisch. Ja, weil dann würden sie merken, oh, es gibt noch eine andere Art von Comedy. Da haben wir ein bisschen Angst. Das heißt, die nehmen sich ja nicht ihre Freunde weg. Das kann ich Ihnen gar nicht so genau, Sowas sagen. Kippt, glaube ich, eigentlich immer langsam. Das ist so genau etwas, das Schleichen. Das ist ja ein schleichender Prozess, genauso wie, sagen wir mal, Personal in Sendern ausgetauscht wird und auch die politische Meinung innerhalb einer Redaktion langsam wegkippt. Kickt man ja eigentlich einen nach dem anderen raus. Im Moment ist Dieter Nuhr, kann man fast sagen, eigentlich der Einzige. Aber den kann man nicht canceln, weil er zu erfolgreich ist. Genau, der ist erfolgreich. Das ist das Feigenblatt. Der ist erfolgreich und hält sich allerdings auch, muss eben auch viel Widerstand aushalten für das, was er macht. Aber er hält sich eben klug immer noch und versucht immer noch ein paar guten Kollegen auch eine Bühne zu geben, natürlich in seiner Sendung. Aber es ist das Tragische tatsächlich, dass wir wie einen Maulkorb haben, der öffentlich-rechtlich abgesegnet wird. Das ist ja der Tod auch jeder Kunst. Also wenn Kunst
Und Comedy ist ja eine Kunstform. Wenn Kunst vorher eingereicht werden muss, um überprüft zu werden, um einen Stempel zu bekommen und um quasi irgendeiner Norm zu entsprechen, dann ist es ja auch schon gar keine Kunst mehr, sondern dann ist es ja eben bereits irgendwie in ein Format hineingepresst, das erwünscht ist oder nicht erwünscht ist. Und das Zweite ist natürlich auch, wir bezahlen diese Hofnarren ja auch noch. Also für mich ist ja das Schlimmste nicht, dass jemand wie Bossetti oder Böhmermann auf Sendungen ist, sondern dass ich solche Idioten auch noch bezahlen muss, die auch mich persönlich zum Beispiel teilweise in den Sendungen schon angegriffen haben. Und ich dann auch noch gezwungen werde, das Ganze unter dem Label Kunst und unter dem Label Unterhaltung im öffentlich-rechtlichen Sinne mitzufinanzieren. Und das ist das Tragische in Deutschland eigentlich, dass wir hier eben diese Vielfalt, von der wir immer reden, überhaupt nicht mehr umgesetzt bekommen, sondern dass wir hier sehr, sehr einfältig und man sieht eben, wie gelenkt es ist und wie man versucht hier das, was auf politischer Ebene getan wird, genauso eben auch in der Kunst und überall durchzusetzen, genau genommen auf allen Ebenen. Und das ist, finde ich, das Gefährliche. Aber es ist eine schleichende Entwicklung, die eben diese komplette Kontrolle, ein ganzes Land auf Spur bekommen, egal ob es in der Kunst ist, im Fernsehen, in der Politik, in der Wirtschaft oder in der Bildung. Was ich da gesehen habe, was an den Universitäten, an den Fakultäten so abgeht, da habe ich gesagt, wir haben es mit einer neuen totalitären Ideologie zu tun. Und diese totalitäre Ideologie ist eben nicht nur eine Ideologie, sondern das ist eine Summe von Ideologien, die diesen Totalitarismus ausmachen. Und dass gerade in Ostdeutschland so viele Leute AfD wählen, dass die so allergisch darauf reagieren, hat sehr wesentlich damit zu tun, dass diese Leute eben Totalitarismus-Erfahrung haben. Sie merken einfach, das stimmt etwas nicht. Sie reagieren vielleicht falsch, das ist auch meine Meinung, aber das ist genau das Problem. Ich habe schon vor 15 Jahren Vorträge gehalten, gerade zum Thema Gender und zur Gender-Ideologie. Und schon vor 15 Jahren war all das sichtbar, was heute umgesetzt wird. Damals habe ich allerdings festgestellt, dass eben das, wovor ich gewarnt habe und was heute 1:1 umgesetzt wird, als Verschwörungstheorie abgetan wurde. Und zwar gerade von konservativen Kreisen. Also ich freue mich ja, wenn sich heute der Ministerpräsident von Hessen hingestellt hat und gesagt hat, wir verbieten jetzt die Gendersprache. Ich habe der CDU vor 15 Jahren schon versucht zu erklären, dass sie aufmerksam sein müssen, weil wir haben jetzt etwas Neues. Ideologien an den Universitäten hat es schon immer gegeben. Aber wir haben zugelassen und zugesehen, wie diese Ideologen die Universitäten verlassen haben, um tatsächlich den Marsch durch die Institutionen zu gehen, um das auch wirklich umzusetzen. Ich möchte genau etwas sagen. Und zwar heute gibt es einen sehr lohnenswerten Beruf in der Comedy, der nennt sich Opferrolle. Der ist sehr, sehr gut bezahlt. Der hat mittlerweile meinen Beruf abgelöst. Und ich möchte Ihnen 2 Beispiele auch noch nennen. Uwe Steimle, vielleicht erinnern Sie sich noch an alle, weggeschossen. Horst Schlemmer macht seine Figur nicht mehr, weggeschossen. Das heißt, der Comedy-Sektor, der früher so groß war, ne? Sie gingen wie jetzt in einen großen Laden, keine Ahnung, ich darf ihn ja nicht nennen, den Laden, einen Supermarkt. Und heute gehen Sie in einen Tante-Emma-Laden. Verstehen Sie? Also die Auswahl ist viel kleiner geworden. Und Jürgen von der Lippe, den möchte ich gerne zitieren, der hat zu mir gesagt, der hat einen Satz gesagt, es ging darum, ob er Witze über den Islam macht, hat Jürgen von der Lippe gesagt, mein Leben ist mir wichtiger als ein Gag.